Das zweite Video zur Jagd im Mai 2021 beginnt direkt wieder mit einem Jährlingsbock im Bast. Wie ich ja im ersten Teil schon erklärt habe, gebe ich den Böcken im Bast so früh im Jagdjahr noch ein paar Wochen Zeit. Aufnahmen einer Fee mit so offensichtlich geschwollenem Gesäuge sind mir bisher noch nicht gelungen. Als dann doch noch ein passender Bock kam, musste es schnell gehen. Er kam allerdings immer näher auf mich zu und stand plötzlich direkt unter der Kanzel. Ich bewegte mich minimal und musste fast aufstehen, um das Absehen aufs Blatt zu bekommen, und auf die kurze Entfernung reichte aber schon die kleinste Bewegung aus und der Bock sprang leider ab. Auch ein kleines Rudel Dammhirsche zog an meiner Kanzel vorbei. Ein paar passende Spießer waren zwar schon dabei, aber eben leider noch nicht frei.
Ich nahm hinter mir eine Bewegung zwischen den Bäumen wahr und mit dem Fernglas erkannte ich einen schwächeren Bock. Ja, Bock liegt. Ich bin noch ziemlich aufgeregt. Das war gerade auch ziemlich spannend. Es ist 20 vor 9. Die Sonne geht um kurz nach 9 unter. Und der Wind kommt eigentlich genau von vorne links. Ich habe dann hinter mir rechts einen Bock ausgemacht. Den habe ich zuerst gehört, dann habe ich gesehen, dass es ein Bock ist. Ein Jährlingsbock. Hat aber das Gefühl, dass er auf jeden Fall Wind von mir bekommen hat, weil der genau aus der Richtung kam. Der ist dann auch ein bisschen abgesprungen. Und ich habe schon gedacht, okay, das war's. Ich kann mich wieder nach vorne drehen. Und so eine Viertelstunde später kam er ein bisschen weiter rechts auf mich zu, hat dann da noch ein bisschen geplätzt und gefegt. Ist dann ziemlich nah hier an der Kanzel lang. Da konnte ich mich kaum bewegen, weil er so nah war. Und zog dann zum Glück direkt von mir weg.
ist dann über die 2 Wassergräben hier gesprungen. Und dann hielt er an der Birke an und hat an der dicken Birke und hat da ein bisschen Duft verteilt und dann zog er von der Birke nach links weg und stand kurz breit. Ich habe dann zwar kurz gepfiffen, aber ich glaube, er ist auch so schon angehalten. Und dann habe ich direkt geschossen. Er lag nicht im Knall, er ist dann auf mich zugeflüchtet und sehr bergefreundlich direkt hier 15 Meter vor mir verendet. Ja, ich denke mal, ich bleibe jetzt noch eine halbe Stunde sitzen oder eine Viertelstunde. Und dann mache ich mich ans Aufbrechen. Wird mir Zeit. Wann immer es geht, versuche ich, die erlegten Stücke direkt vor Ort und im Hängen aufzubrechen. Wer hier in dieser Szene genau hinsieht, erkennt in der Lücke zwischen Waffe und der dicken Birke, ungefähr auf Höhe des Trägers, ein Stück Rehwild anwechseln. Als ich fertig aufgebrochen hatte, versuchte ich das schreckende Reh vielleicht noch ins Glas zu bekommen.
aber es waren leider zu viele Äste dazwischen. Diese Wiese kennt ihr schon aus dem April-Video und dem ersten Teil der Mai-Videos. Wir haben jetzt Ende Mai. Die Wiesen sind kurz vor der Maat, also stehen sehr hoch. Und ich sitze hier gerade an der Wiese, die wird aber, glaube ich, nicht gemäht. Das ist, glaube ich, eine Weide. Zuerst kam unten, die steht auch immer noch, eine Ricke. Noch relativ jung, aber mit Gesäuge. Und dann kam ungefähr um 8:30 ein ziemlich starker alter Bock von gegenüber auf die Wiese gezogen. Ja, ich habe dann nicht lange gewartet. Als er bereit stand, habe ich fliegen lassen. Er ist dann im Schuss verendet und noch ein bisschen den Hang runtergekullert, aber er liegt auf jeden Fall. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis die Ricke auch verschwindet. Und dann gehe ich zum Bock. Warte mal Zeit.